Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute werden wir mal ein bisschen in der Shakes and Fidget Vergangenheit, sozusagen eine kleine SF-Geschichtsstunde unternehmen und werden mal einen kleinen Dipper in die vergangenen Tage machen und uns den stärksten Spieler anschauen, der zu seiner Zeit existiert hatte. Und das auf mehreren Servern auch gleichzeitig. Gucken wir uns an, wo dieser heute steht, weil er leider inaktiv geworden ist. Und für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen sollten, weil sie noch nicht so lange am Start sind, es handelt sich um Bad News Ron, der insgesamt 3 Accounts in ganz hohen Ligen gespielt hatte, auf 3 verschiedenen Servern. Wir hatten schon früher viele Videos zu ihm gemacht. Und vor 2 Jahren hat er sich dazu entschlossen, aufzuhören. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht. Das ist auf jeden Fall am 22.12. hatte ich das gemacht, 2020. Da hat er aufgehört. Also es ist jetzt schon 3 Jahre her, kann man sagen, dass er jetzt aufgehört hat. Und ich bin gespannt, wie seine Accounts heute abschneiden werden. Ihr seht es hier schon im Thumbnail bereits. Der beste Spieler Bad News Ron in Interview. Wir hatten ihn dazu bekommen, mal ein bisschen seines Tipps und Tricks zu verraten. Und hier sieht man schon auf Platz 1, auf Platz 3, auf Platz 8. Don Serapiu ist auch Bad News Ron und wir werden mal seinen Server heute abchecken. Des Weiteren ist er auch derjenige gewesen, der als allererstes Stufe 600 erreicht hat und darüber hinaus auch Stufe 500. Ja, und wir hatten schon mal ein Video gemacht, wo er 1 Monat inaktiv war und sich immer noch nach einem Monat, nach 5 Monaten, immer noch Platz 1 nach 5 Monaten Inaktivität, hat er sich immer noch auf seinen Server auf Platz 1 gehalten, nach 5 Monaten Inaktivität. Also er hat sich einen riesen Vorsprung rausgearbeitet, ja, und hat auch viele Rekorde abgeheimst, Stufe 600 Erster, Stufe 500 Erster und zu Stufe 500 hatte damals sogar noch der liebe Schilling, der Spieletrend, ein Video gemacht. Das hatte ich hier auch mal rausgesucht gehabt, um euch das Ganze mal zu zeigen, denn es gab zu Rundungen für bestimmte Levels gab es noch was ganz Besonderes, einen ganz besonderen Anlass, und zwar hatte Shakes and Fidget selbst noch einen Twitter-Post dazu abgegeben und der Spieler wurde quasi mit einer kleinen Entlohnung dafür belohnt, der Erste seiner Stufe zu sein, der quasi eine neue 0-0 hinten gesetzt hatte. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wir machen das mal ganz kurz an, um mal so richtig in der Vergangenheit zu schwelgen hier. Und es gewartet ein wenig Shakes and Fidget und mit einer kleinen Neuigkeit, die nicht mich betrifft, sondern... Also ich denke mal, da schlagen jetzt die Nostalgieherzen höher bei euch, wenn man die Stimme hört und Shakes and Fidget dazu sieht. Und hier sieht man das bereits auch, dass Shakes and Fidget hier gepostet hat, dass der erste Stufe 500 geworden ist, was Don Serapiu auf S7 ist, ne? Und auch gleich das Update, das auf Stufe 600 erhöht worden ist. Also es ist schon eine Zeit lang her, es hat sich einiges getan. Das war der 15. Februar 2018 sehe ich hier unten gerade. Aber ich lasse mal noch mal ganz kurz den Spieletrend. Ich denke mal, ihr wollt ihn auch gerne hören. Ich lasse ihn noch mal ganz kurz laufen, was er dazu noch mal so zu sagen hat. Don Serapiu auf S4, der erste Spieler in ganz Shakes and Fidget, der das Level 500 erreicht hat. Und deshalb hat Player Games auch das Maximallevel von 500 auf 600 angehoben. Genau. Glückwunsch an Don Serapiu. Über den habe ich schon vor Jahren mal ein Video gemacht, weil er, wenn ich mich recht entsinne, der erste Spieler war, der alle Turmetagen bezwungen hat auf Server 7. Wer dort einen Account hat, kennt den bestimmt sowieso, aber kann sich Spieler gerne mal ansehen. Ja, also es zaubert mir nach wie vor ein Lächeln ins Gesicht, wenn man die Stimme zu dem Thema sieht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch der liebe Spieletrend, der Schilling hier hatte über ihn schon berichtet gehabt.
Wir hatten das Ganze weiter aufgenommen und hatten dann über ihn weiterhin berichtet, als er ja, weitere Rekorde gebrochen hatte und Stufe 600 erreicht hat als erster Spieler. Hatte schon eine Dungeon-Pause gemacht auf Don Serapio, bevor es überhaupt das Thema irgendwie ansatzweise gab. Natürlich deutlich später als heutzutage, ne? Aber heute werden wir mal schauen, auf welchen Servern er vertreten war und ja, auf welcher Stufe er sich befindet. Wir sind jetzt hier gerade, also er spielt natürlich jetzt schon nicht mehr, ne? Ist klar, seit jetzt 3 Jahren. Ihr habt es ja gesehen, ist er inaktiv. Wir gucken, was sich nach 3 Jahren jetzt getan hatte. Wir hatten ein Video gemacht, dass er nach 5 Monaten immer noch Platz 1 war. Wir schauen mal rauf, ne? Jetzt nach 3 Jahren muss sich ja ein wenig was getan haben, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt auf Server S9.de und hier sehen wir schon, ist Bad News Ron nach 3 Jahren Inaktivität auf Platz 13 auf seinem Server. Also es ist immer noch nicht so schlecht, sag ich mal, ne? Also es ist immer noch verdammt krass. Und man muss auch dazu sagen, dass er halt wirklich 3 aktive Top-Charts gleichzeitig gespielt hat. Auch in der internationalen Ehrenhalle war er in den Top 10 mit seinen 3 Accounts meistens immer dreifach vertreten, also absolut stark. Ich hätte gern gesehen, wo die Reise weiterhin gegangen wäre. Und ja, jetzt immer noch hier nach 3 Jahren am Start zu sein, auf Platz 13 hier auf S9, ist halt auch schon auf jeden Fall eine Ansage. Finde ich schön, dass sie hier den Spieler auch noch so weit in der Gilde gelassen haben. Ja, und jetzt switchen wir mal auf den nächsten Server und zwar auf S8.de. Gucken wir mal hier rauf, wo er sich hier befindet. Wo haben wir ihn? Hier ist Bad News Ron. Ja, auch, also hat ja dadurch, dass die Server ja hintereinander erschienen sind, sind die ja gar nicht weit auseinander gewesen. Deswegen waren die Accounts halt auch immer relativ nah beieinander und halt auch eben, ne, immer Krieger, so, also ist halt auch krass so. Deswegen nehmen sich hier die Stat-Punkte jetzt nicht so viel. Hier ein bisschen weiter abgesagt auf Platz 23. Trotzdem nach wie vor eine sehr krasse Leistung. Hier wurde er auch schon aus der Gilde ja, rausgenommen. Ich weiß gar nicht, in welcher Gilde er sich hier befunden hat. Ich glaube bei Riesen oder Risen, je nachdem, wie man es ausspricht. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja. Und zu guter Letzt ist sein Account auf S7.de, wo er als erster Spieler, hier ist er, Don Serapio, bei Cosa Nostra auch immer noch in der Gilde, auf Platz 16, nach 3 Jahren, hat hier sogar noch Tränke drin, sehe ich gerade, heftig. Ja, mit dem Account, also das ist der Account, der zuallererst Stufe 600 überhaupt erreicht hat. Ja, und danach hat er halt eben aufgehört zu spielen. Und ja, wir haben das Ganze quasi per ja, Video immer mit begleitet, so seine neuen Achievements, seine Tipps und Tricks hat er uns verraten von den damaligen Stand der Dinge und halt eben auch, als er Stufe 600 erreicht hat und danach halt eben aufgehört hat, ne? Ja, hier die Stat-Punkte, nicht ganz so heftig wie auf den anderen Accounts. Kann natürlich daran liegen, dass er sich hier lange Zeit Dungeons auch gespart hat irgendwie und nicht so hoch war wie die anderen Accounts. Ich weiß es nicht von den Stat-Punkten her. Trotzdem ist es halt nach wie vor der erste gewesen, der vor den anderen Accounts, vor seinen Bad News Run Accounts auch Stufe 600 erreicht hat. Halt eben durch die Dungeon-Pause. Die Verbesserungen sind hier auch schon sehr, sehr krass drauf. Also für die damaligen Verhältnisse war er wahrscheinlich hier auch schon relativ weit vorne gewesen. Und ja, generell hier sich immer noch, ich sag mal, auf so einem alten Server in den Top 31, also in der ersten Liste hier zu befinden, nach wirklich 3 Jahren Inaktivität ist halt wirklich schon ein Statement für sich, sag ich mal so, ne? Also er hat da ziemlich viel hinterlassen, ist ein Stück Shakes and Fidget Geschichte auf jeden Fall, die ich halt auch noch so live mitbekommen habe. Und ja, falls ihr noch weitere Spieler habt, vielleicht über die man eventuell berichten könnte, was noch so sehr interessant ist, könnt ihr mir das sehr gerne schreiben. Aber bei Bad News Run weiß ich das am besten. Da habe ich halt selbst mit ihm Kontakt gehabt und auch lange Zeit immer ja,
geschrieben oder er hatte mir geschrieben, ich ihn, hatten darüber berichtet und so. Ne? Deswegen bei ihm weiß ich es halt ganz genau. Bei anderen Spielern müsste ich mir das halt erst sagen lassen. So, ne? Allerdings war Don Serapio bzw. Bad News Ron halt einer der wenigen, die halt eben die internationale Ehrenhalle mit 3 Accounts gleichzeitig in den Top 10 immer am meisten zumindest besiedelt hatte. Und das ist eine heftige Ansage so. Die meisten von heutzutage, ne, mir eingeschlossen, bekommen es ja nicht mehr hin, einen Account hier oben hinzuspielen. Ne? Aber da gehört natürlich auch viel Herzblut, viel Zeit, viel Ausdauer dazu. Man muss seit Anfang an dabei gewesen sein. Deswegen stehen die Leute hier oben ja auch zurecht, weil die halt schon seit fast gefühlt Tag 1 Shakes and Fidget spielen. Und wenn man es halt eben mit 3 Accounts gleichzeitig macht, dann ist das definitiv vom Vorteil und resultiert halt eben dann halt auch so, dass man vielleicht nicht mit ganz so viel Geld wie heutzutage es auch geschafft hätte, in diese Top-Platzierung zu kommen, wenn man halt eben wirklich schon ewig und 3 Tage dabei ist. Ja, gut, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. War mal ein bisschen was anderes, fand ich auf jeden Fall aber sehr erfrischend, würde ich mal sagen. Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.